Hallo zusammen, ich habe etwas Besonderes für Sie. Stellen Sie sich ein leistungsfähiges Werkzeug vor, das Ihnen helfen will, Kursbewegungen mit Genauigkeit und Vertrauen vorherzusagen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf eine Strategie, die auf dem Parabolic SSI-Indikator basiert. Also machen Sie sich bereit, einfache, aber effektive Techniken zu entdecken, die selbst ein Anfänger in wenigen Minuten beherrschen kann. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Handel für immer zu verändern. Der Link zu dem Broker, bei dem ich handle, ist in der Beschreibung. Viel Spaß beim Anschauen, Leute. Und zuerst wollen wir unsere Grafik einrichten. Ändern wir zunächst den Zeitrahmen auf 15 Sekunden. Okay, jetzt fügen wir einen Indikator hinzu. Gehen Sie zum Abschnittindikator und fügen Sie den Indikator Parabolic SSI hinzu. Schauen wir uns nun an, wie man mit diesem Indikator Geld verdienen kann. Wollen Sie sehen, wie ich in Echtzeit handle? Abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal. Dort mache ich regelmäßig Live-Handelssitzungen, in denen ich meine Gedanken und Strategien teile. Sie können mich dabei beobachten und Ihre Fragen stellen. Verpassen Sie nicht die Chance, der Link ist in der Beschreibung. Dieser Indikator stellt also bestimmte Punkte dar. Diese Punkte werden SAR-Punkte genannt. Diese Punkte helfen uns, den Trend zu bestimmen. Befinden sich diese Punkte am oberen Rand des Grafiks, haben wir einen Abwärtstrend. Befinden sich diese Punkte am unteren Rand des Grafiks, handelt es sich um einen Aufwärtstrend. Unsere Aufgabe ist es, auf den Moment zu achten, indem die Punkte ihren Platz wechseln. Das heißt, wenn wir sehen, dass die Punkte unter waren und sich dann nach oben bewegen, eröffnen wir sofort einen Handel nach unten. Es wird relativ viele solche Situationen auf die Grafik geben und wir werden 30 Sekunden für den Einstieg nutzen. Kommen wir nun zur Praxis. Ich habe so eine Situation gefunden, in der ich einen Abwärtshandel für $100 für 30 Sekunden eröffne. In dieser Situation sehe ich, dass wir Punkte am unteren Rand hatten. In diesem Moment haben sie den Platz gewechselt und wir haben Punkte am oberen Rand, was einen Trendwechsel von aufwärts zu abwärts anzeigt. Wir warten also darauf, dass der Handel geschlossen wird. Es bleibt ständig nur noch 5 Sekunden bis zum Ende des Handels. Der Preis ist in der Nähe meines Einstiegspunkts. Ich habe es trotzdem geschafft, meinen Handel mit Gewinn zu schließen. Wie Sie sehen können, ist die Strategie so einfach und schnell wie möglich. Bei den nächsten Geschäften werde ich betreffende Faktoren für den Einstieg verwenden. Ich werde oft nach den Einstellungen von Indikatoren gefragt. Hier fragt Jürgen in den Kommentaren zum Beispiel, wie stellt man Bollinger Bands richtig ein? Es hängt vom jeweiligen Vermögenswert ab, aber die Standardeinstellungen reichen in der Regel nicht aus. Wäre so einfach, würde alle Händler stabil gewinnen. Eine vollständige Anleitung zu den Indikatoren-Einstellungen ist bereits in meinem Telegram-Kanal verfügbar. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Ich habe also eine andere Situation gefunden. Ich öffne einen Handel auf der Abwärtsseite. Was ich in dieser Situation sehe, ist, dass wir Punkte an der Unterseite hatten. Jetzt haben wir sie an der Oberseite. Als bestätigenden Faktor kann ich diese lokale Unterstützungsniveau feststellen, auf das der Kurs gekommen ist. Und ich denke, dass dieses Niveau durchbrochen werden wird. Die Annäherung an dieses Niveau wurde von guten und impulsiven Kerzen begleitet. Und mein Geschäft schließt mit Gewinn. Machen wir weiter. Ich habe also eine Einstiegssituation gefunden. Ich öffne ein Geschäft auf der Unterseite. In dieser Situation sehe ich, dass die Punkte wieder ihre Plätze getauscht haben. Sie waren unten, jetzt sind sie oben. Das ist ein Signal dafür, dass der Trend von einem Aufwärts zu einem Abwärtstrend wechselt. Als bestätigenden Faktor kann ich feststellen, dass wir hier bestimmte Unterstützungsniveaus haben, zu denen der Preis wahrscheinlich streben wird. Und sehen Sie sich nur die solide Bewegung an, die ich einfangen konnte. Machen wir weiter. Ich habe also eine weitere Einstiegssituation gefunden. Ich öffne einen Handel nach unten. In dieser Situation sehe ich also einen Aufwärtstrend. Ich sehe, dass wir die Punkte am unteren Rand hatten. Hier haben wir sie oben. Das ist ein Abwärtssignal. Als bestätigenden Faktor kann ich dieses Unterstützungsniveau feststellen, auf das der Preis gekommen ist. Und ich erwarte, dass dieses Niveau durchbrochen wird, denn die Annäherung wurde von guten und impulsiven Kerzen begleitet. Mein Geschäft hat den Gewinn geschlossen. Bevor ich mich der nächsten Situation zuwende, möchte ich Ihnen einen Tipp für den Handelseinstieg geben. Es ist nämlich so, dass es bei wechselnden Punkten sehr wichtig ist, sofort in den Handel einzusteigen. Deshalb empfehle ich nicht, in den Handel einzusteigen, wenn Sie mehr als 3 neue Punkte sehen. Wenn Sie mehr als 3 Punkte sehen, empfehle ich Ihnen nicht, in den Handel einzusteigen, denn es besteht bereits eine große Chance, dass sich der Trend ändert. Also, ich hoffe, das ist klar, Leute.
Ich habe eine Einstiegssituation gefunden, also ich öffne ein Geschäft nach unten für 30 Sekunden. Es ist wirklich so einfach wie das. Ich sehe, dass die Punkte, die wir unter hatten, die Plätze getauscht haben und jetzt oben sind, was einen Trendwechsel von oben nach unten anzeigt. Als bestätigenden Faktor kann ich hier den Durchbruch des Unterstützungsniveaus nehmen. Wir haben sie mit sehr guten und impulsiven Kerzen durchbrochen, weshalb ich hier eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung erwarte. Der Preis ist gestiegen, aber es ist nichts falsch daran. Ich verdoppelte den Betrag des Handels und eröffne ein Geschäft bereits auf der Oberseite. Also warum habe ich hier eine Überschneidung eröffnet? Der Punkt ist, dass als ich das Geschäft eröffnete, es keine Abwärtsbewegung gab und der Preis nach oben ging. Außerdem sehe ich während dieses Anstiegs die Bildung von Punkten von unten, was auf einen Trendwechsel von abwärts zu aufwärts hinweist. Und ich habe auch einen Durchbruch dieses Widerstandsniveaus gesehen. Allerdings hatten wir eine starke Aufwärtsbewegung für meinen Kontobetrag bereits $500. Dank meines kompensierenden Geschäfts habe ich das Minus aus dem letzten Handel abgewehrt und auch einen kleinen Gewinn gemacht. Also machen wir weiter, Leute. Ich eröffne also ein Geschäft nach unten. In dieser Situation ist alles so einfach wie möglich. Ich sehe, dass die Punkte ihren Platz gewechselt haben und jetzt oben sind. Als Bestätigung für meinen Einstiegspunkt kann ich feststellen, dass wir hier ein Unterstützungsniveau hatten, das gebrochen wurde und zwar durch eine gute und impulsive Kerze zugunsten des Verkäufers, sodass ich hier eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung erwarte. Es befindet gerade die zuversichtliche Bewegung statt und wieder einmal konnte ich bei diesem Handel einen Gewinn erzielen. Mein Kontostand beträgt bereits $736 und ich denke, es ist möglich, bestimmte Ergebnisse zusammenzufassen. So Leute, wir sind zum Finale unseres Videos über binäre Optionen gekommen. Dank dieser Strategie konnte ich mein Guthaben um mehr als 7-fach erhöhen. Wenn Sie die gleichen Ergebnisse erzielen wollen, verpassen Sie nicht die Chance und treten Sie meinem Telegram-Kanal bei. Dort finden Sie effektive Signale für binäre Optionen, nützliche Tipps, Analysen und Diskussionen über die aktuellen Märkte. Gemeinsam können wir noch größere Erfolge erreichen und häufige Fehler vermeiden. Ich freue mich darauf, Sie auf dem Telegram-Kanal zu sehen und das war's für heute, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video.